Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Heroes Trails in the Sky SC. Wir starten mal wieder etwas ungewöhnlicher, denn wir haben in der letzten Folge das zweite Kapitel abgeschlossen. Deswegen starten wir jetzt hier im Lademenü und springen direkt rein in Kapitel 3, beziehungsweise ist ja immer eher so eine kleine Art Zwischenkapitel, offiziell schon Kapitel 3, aber wir werden natürlich noch in Zeiss sein und ich glaube, wie immer gibt es auch noch irgendwie eine kleine Nebenmission, aber das müssten wir gleich mal nachschauen. Auf meinem Zettel steht zumindest, es gibt noch eine Mission. Also los! Labern wir gar nicht mehr drum herum. Wir haben Walter von Ouroboros in der letzten Folge gesehen. Er ist wahnsinnig stark, er ist wahnsinnig ausgerastet und wir haben jetzt ein verstärktes Team, nämlich Tita und Sin sind jetzt dauerhaft mit dabei und bin gespannt, was jetzt passiert. Letzten Fortress, genau, das wurde ja in der letzten Folge ordentlich durchgerüttelt, aber Cassius hat das schon geahnt und deswegen sind die Verluste nahezu non-existent. Schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Okay, die ganze Crew kommt raus und was haben sie vor? Da oben auch wieder so ein unschöner Abschnitt. Das ist so unnötig. Also so, dass so die Welt draußen abgeschnitten ist. Ich finde das immer ein bisschen unschön. So, the sails arrived, huh? Damn, every time I see this ship, my heart skips a beat. My heart skips a beat. Na, 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 na. Ja, dieses Schiff haben wir im ersten Spiel auch schon gesehen, und zwar in Ruan, als wir den Mayor Dalmor, den ehemaligen Bürgermeister, festgenommen haben. Da kam nämlich Lieutenant Julia Schwartz an und hat ihn damit festgenommen. I hear ya, boss. Who needs a guy or a girl when you can fall in love with something like that? Don't think there's an engineer alive who'd deserve to work on her every day, though. That's my line. Maintenance Chief Gustav, thank you for coming. I know you've been busy. Wer kommt denn da? Es ist natürlich Major Sid. Nee, wie heißt er? Lieutenant? Colonel? Ich weiß es auch nicht. Hey Sid, wasn't expecting you to come meet us. I thought you'd moved up in the world and left behind your job as garrison commander here. Well, I have. I'm intending to leave aboard a patrol ship with my men later on. Until then, however, I'm free, so I thought I may as well come and greet you. Well, good luck with patrol at least. Oh yeah, wasn't there an earthquake around here a bit ago? Übrigens nochmal Entschuldigung für die letzte Folge, dass ich das Ende so abgehakt habe, aber es war einfach zu warm für die Aufnahme. Habe ich gar nicht mehr so zum Ausdruck gebracht. Ich war ein bisschen K.O. von der Hitze. Falls das heute wieder passiert, wisst ihr Bescheid, es ist einfach sehr warm. You didn't let anything happen to the sail, did you? No, the sail was in the air during the earthquake. The earthquake caused little damage in general, in fact. We were prepared in advance for it. Our facilities should still be perfect for your needs. Good to hear. Anyhow, we'd love to get down to work, but I'm wondering, where are all the Royal Guard folks? Ah, here, let me show you. We should be just in time for a bit of a show. Huh? Ja, was machen sie denn da? Ah, sie salutieren und drehen sich merkwürdig im Kreis. Da sieht man auch, dass das 2D-Sprites sind. Weil, wenn sie 3D wären, dann könnte die Kamera rumfahren und man würde ständig irgendeine Seite davon sehen. Aber es gibt halt, glaube ich, irgendwie 8 Seiten. Also nach oben, nach unten, rechts, links und dann alle 4 Zwischenstufen. Combatants at the ready. Oh, Julia Schwartz. And begin. Hiya! Ah, schön. Das mag ich wiederum. Das ist wieder, ich habe ja im letzten Spiel gemeckert, dass so wenig mit der Kamera gearbeitet wird. Das ist hier im zweiten Teil deutlich besser. Schaut euch das mal an, wie dynamisch das wirkt. Und das ist ja wirklich perspektivisch nicht groß anders. Es ist einfach nur ein bisschen mit der Kamera gespielt. Echt cool gemacht. Julia, your attacks are too predictable. With a rapier, you should be able to overwhelm me with moves only possible with a light blade. Remember what I taught you and come at me again. Sir. Yes, sir. Bam. Schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Good, that's better. And now my turn. Und jetzt muss Cassius wieder den Dicken raushängen lassen und rastet völlig aus. Zack. In der Luft noch einen Kick mitgegeben. Ugh. Defense is the same way. Build an image of the flow of battle in your mind, offense and defense, and use it to predict a foe's movements. Sir. Hiya! Wie easy er einfach das Ding mit seinem Stab aufhält. Schön. Das ist wirklich mal schön. Oh, schön. Schöne Attacke. Gar keine Chance hat sie, ey.
Enough, I call the match. Not a whit less than I expected. I only taught you the barest of basics all those years ago, but you've come far on your own, Julia. Well done. No, sir. My performance was shameful. I could not best you. Don't disparage yourself, Schwartz. That was a fairly impressive display. But General, remember who you're fighting, Captain. I've yet to meet a man or woman who can match blades with Cassius without having their sword swept from their hand in a few strokes. You did very well for yourself. I see why Cassius and Her Majesty place such stock in you. Thank you, sir. Still, a chance to practice like this doesn't come up very often. I'd like to continue until I'm truly unable to fight, if you don't mind. Good. Well, Cassius, up for risking a skewering again? She may well manage it this time. Well, I'd be humbled to get poked down a peg. But I believe we have a visitor. So ist es nämlich. Servus, ich bin's, der Gustav. Dang, if that wasn't one heck of a show. Well fought, both of you. Captain Schwartz, that was very impressive. Lieutenant Colonel Sid. And the man with you is... Maintenance Chief Gustav, ma'am. The Central Factory sent me over. Nice to meet you, Captain. Oh, pardon me. I am Captain Julius Schwartz, Company Commander of the Royal Guard. It's a pleasure to meet you, Mr. Gustav. Oh, it seems that will be all for today, then. Alright, lads, show's over. Back to your posts. Sir! Yeah, nice. So, mind showing me to the sales engine room? I'd like to get an idea of how we're going to attack this. Certainly, follow me. You'll have to excuse me, General Morgan, General Bright. General, thank you very much for your guidance. Not at all. These old bones needed a workout anyway. Captain, Mr. Gustav, take care with the assail. Sir. No worries, General. The assail's like my baby. I won't let her down. Captain Schwartz has gotten quite impressive. I swear she's even better than when I saw her last. Yet she's come a long way very quickly. Even now she's only a step or two below you and Richard, Colonel, and she can only grow. Indeed, watching youth on display like that gives me back a bit of my old drive. Cassius, how about it? I'll give you a skewering later, if you're up for it. Oh, Morgan, I'm not sure it'd be the best idea at your age. Ugh. Besides, I heard you did quite well for yourself at last year's tournament in Branche. You have to let the young folks have their moment occasionally. Why do you think I gave you command? If you can say that, how about you stop complaining and do your job, huh? Ouch. Put my foot right into that hornet's nest. Speaking of a hornet's nest, Lieutenant Colonel, I believe you'll be assigned to the guard patrol? Yes, sir. I'll be leaving at noon. I'll be using 3 companies and 2 patrol ships. I'll be at the signing ceremony itself, but I won't be free until then. You're in charge of the defense and of Branche until then. Leave it to me, sir. I'll be sure to work well with the Bracer Guild to make sure that nothing happens. Don't like it, but I suppose we have little choice but to lean on the civilians this time. Why, we're warming up to the Guild a little, Morgan. So sieht's nämlich aus. Oh. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn diese Musik heißt nichts Gutes. Links schon wieder. Warum ist das so doof abgeschnitten? Da ist ja Kanone. Watchtowers, orbital sensors, a mined harbor and gun emplacements covering all approaches. Perfect defense in every way. If that's the way you want to play, Cassius Bright, just have to change the rules of the game a little as suggested. Sir, just wait a little bit longer. Ich mag übrigens die Perspektive an sich total gerne. Mir geht es nur darum, dass diese Ecken, diese Kanten, diese schwarzen Kanten in der Außenwelt wirken so oft so unnötig und tauchen gerade im zweiten Teil viel zu häufig auf. Okay, Kanone will offensichtlich den ehemaligen Colonel Richard befreien. Und da sind wir, Chapter 3, The Mad Tea Party. Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Das wird krass. Please form your party. You may choose 2 other members aside from the mandatory members. Ja, easy. Wir nehmen auf jeden Fall Chloe mit und Sin. Alright. Okay, next up, Gronzo.
We'll head to the dock once everyone's ready. Given that it's the military, which, you know, means your dad, calling, we might want to hurry. Still, if we got any jobs left or shopping to do, we can take care of that, I bet. Off we go. Also genau, in der letzten Folge hat uns Daddy Cassius gesagt, hey, in Gronzel wird wahrscheinlich auch schon wieder irgendwas mit Ouroboros gesichtet. Geht da mal hin, ihr wart ja bis jetzt relativ erfolgreich und habt es gut gemacht, ne? So, ich meine, eine Quest wäre jetzt noch offen. Ich weiß, ja, da, Tatsache. Missing guest. A guest left to do some touring and failed to return by the specific date and time. Would like to request an immediate investigation for details. Please inquire at the front desk of our hotel. Zahnrad Hotel. Also irgendwo hier. Arms and Guards. Das ist der General Store. Hier unten vielleicht. Hier ist die Bar. Da bleibt da gar nicht mehr so viel über, wa? Da unten. Das sieht doch nach Hotel aus. Zahnradhotel. Alles klar. Talk. Welcome to the Zahnrad Hotel. Do you have a reservation? Übrigens auch mal wieder die Vorliebe der Japaner für deutsche Wörter und oder Kultur. Zahnradhotel in einer Fabrikstadt. Zahnradfabrik ist schon klar. Sorry, that's not why we're here. We came from the guild. Oh, are you braces? Pardon me, we've been waiting for you. Can you begin the search immediately? Yeah, Ziggy! Yeah, no problem. According to the request, a customer hasn't been back in a while. So in other words, they're missing? Yes, that's exactly the case. He's been gone for 3 days. 3 days? That is kinda worrisome. Lately, the monsters on the roads have been pretty nasty too. I almost wish that was where we had gone. This particular guest, he's gone to the Limestone Cave. Oh, also kann man da doch noch rein, diese Folge, dieses Spiel. Das ist schön. The Limestone Cave? The one that's like in the middle of the Caldia tunnel? Yes, exactly, the Caldia Limestone Cave. We tried to stop him, but yeah, that's pretty bad. That's not the kind of place your average citizen should go. I can't believe this. Why go there without an escort? Who was this crazy guest? He seemed to be a fairly ordinary young man. He checked in as Jimmy from Ruin. Den kennen wir doch, das ist doch der Schatzsucher. Jimmy from Ruin? Could it be? Das ist auch so wieder so eine Kleinigkeit. Hätten wir verpassen können, aber es ist so schön, dass selbst diese Nebenfiguren aus dem ersten Teil hier noch wieder auftauchen. I've done a job for someone with that name before. As I recall, it was a treasure hunt of some kind. Most likely he went to the Limestone Cave searching for something again. We'd best go to the Limestone Cave immediately. In the worst case, we might already be too late. Yeah, we should hurry. Got any other information? I've told you everything I can. Please take care of your guests. Alles klar. Okay, dann gehen wir zum Limestone Cave. Das heißt, wir müssen wieder laufen und laufen und laufen. Das heißt, wir spulen natürlich wie immer die Zeit bei sowas ein bisschen vor, sonst dauert das einfach viel zu lange. Okay, ab nach unten. B1. Und ab in den Tunnel. Dann sind wir drin. Das müsste auch die letzte Quest sein. Ja, also mein Dokument sagt, ja, letzte Quest in diesem Gebiet. Und danach können wir rüber nach Gronzel. Und weil wir ja faul sind und obwohl wir hinlaufen könnten, machen wir das nicht und fliegen hin. So, hier. It's possible someone got in. Has there been any contact at the guild? When we came by on patrol, the chains on the Limestone Cave blockade were broken. The sandbags were moved too. Talk about irresponsible. What if someone wanders in there by mistake? Ja, by mistake kann man ja wirklich nie mehr sagen, ne? Aber, das heißt, hier sind wieder... hoppala. Hier sind wieder Schatztruhen, die wir raiden können. Dann schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Genau. Insulating Tape, was haben wir da dran? I guess you can keep it. Oh, danke. Das ist nett. Ich glaube, das war's. Aber immerhin eine Truhe, ne? Oh Gott, wie war das nochmal? Der Limestone Cave ist ja gleich geblieben. Das heißt, so viel... Ich glaube, das Endziel war so... Oh, guck mal hier, was zum Angeln. War so Richtung Westen. Standard Ticket for Saltwater. Nee. Bob. Ja, das machen wir natürlich. Aquamaster.
Machen wir das. Okay. Okay. Und... Yes, geschafft. Rock Eater. Wollen wir noch einen großen versuchen? Ja, komm. Okay. Nein, noch A. Ey, komm, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Das muss schon klappen. Und... Ey, das gibt's doch nicht. Ich war gerade so gut. Ich bin ganz ticken zu langsam. Nicht viel. Okay, jetzt wird's persönlich. Yes! Gott sei Dank. Was haben wir gefangen? A Snakehead. Ja, warum nicht? Genau, also im Westen war es, glaube ich, so, dass es da weiterging. Und hier waren nur Truhen. Wenn das noch gleich ist, dann müssten wir hier eigentlich nur auf Truhen treffen. Da, Truhe Nummer 1. Celestial Balm. All the chest's worldly possessions now reside within your pack, unless you sold them. You didn't sell them, did you? Nein! Oh Gott sei Dank, ich kann es noch abwenden. Zack. Sind dann doch ein paar mehr. Ich hätte vielleicht doch Tita mitnehmen sollen. Die ist zwar nicht die stärkste, aber der Flächenschaden, den sie austeilt, der ist nicht zu unterschätzen. Apropos, ich glaube, ich habe Sinn noch gar nicht ausgestattet. Der ist ja komplett neu, ne? Das sollte ich vielleicht mal tun. Equip. Sinn. So, da kriegen wir nämlich nochmal 620 und plötzlich, zack, 800 irgendwas. Hier auch. Da kriegen wir noch mehr hin. Prevents Seal and Mute. Machen wir auf jeden Fall mal. Immer gut. Faint and Sleep. Ja, machen wir mal. Alles klar, gut. Das hat schon mal super geklappt. Ich habe das gelesen, ne? Ja, das habe ich gelesen. Aber auch hier, also beleuchtungstechnisch, es steckt schon was drin. Es ist grafisch nicht das Eindrucksvollste, aber durch so Kleinigkeiten wird es halt unheimlich atmosphärisch. Das kann man dem Ding einfach nicht absprechen. Das muss ich einfach immer wieder betonen. Da, noch eine Truhe. Lily Necklace. You obtain 80 Million Imaginary Mirror. Ja, danke. Damit kann ich natürlich total viel anfangen. Verdammt. Egal. Das kann mir überhaupt nichts. So, hier oben haben wir eine Truhe vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch. Wir werden uns gleich sehen. Ne, hier ist tatsächlich gar nichts. Okay. Aber hier unten sollte doch noch was sein. Also es scheint auf jeden Fall sehr, wenn es nicht komplett gleich ist, auf jeden Fall sehr ähnlich aufgebaut zu sein. How many years has this treasure chest been here? How many adventures has this chest seen? You're the first and you won't be the last. Ich glaube aber, dass das Layout komplett gleich ist. Also, wenn ich einfach nur mal daran denke, wie die Städte und so, die sind ja auch die Assets alle übernommen. Warum sollte man sich die Mühe machen, alles nochmal neu zu bauen? Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Appeal. Das ist zwar Backtracking at its finest, aber auf der anderen Seite ist natürlich dadurch die Welt sehr glaubhaft. Das ist ja das auch, was ich letzte Folge meinte mit, hey, dann sind plötzlich Bereiche, die sind von vornherein im ersten Teil verschlossen gewesen, nur um dann einen Teil später offen zu werden. Und dann ist es hier halt, Fun Fact, that didn't belong to you. Und dann ist es halt ein Teil später so, dass man da rein kann. Und das macht es ja schon glaubhaft, auch wenn es vielleicht mal hier und da nach Recycling ein bisschen faul wirkt, was es ja auch ist, aber in dem Falle, weil es ein storylastiges Spiel ist, finde ich es nicht so dramatisch. Ich finde eher das nicht vorhandene Schnellreisesystem dramatisch. Long Barrel, okay. You tip the lid back and thrust your hand into the chest. Your hand hits the bottom of the chest and your skin, your knuckles. Vor allem, es gibt sogar in diesem Spiel, auch im letzten Gebiet, eine Art Schnellreisesystem, dass man auch nach und nach freischaltet. Das heißt, man erkundet Bereiche, kann später aber mit einem Gefährt wieder zurückfahren. So frage ich mich so, warum ist niemand auf die Idee gekommen? Es gibt hier doch Straßen und alles.
Warum ist niemand auf die Idee gekommen, das vielleicht mal schon im Hauptspiel zu machen, wo man doch, wenn man den Vorgänger gespielt hat, und das sollte man tun, sonst versteht man ja nichts, exakt die gleichen Gebiete noch einmal bereist. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Egal, Riverbug, okay. This chest has already given you everything it had in support of your noble cause. You would be remiss to ask any more of it. Ja, okay. Nehme ich an. Nehme ich an, ist okay. Ihr habt recht. Da komme ich her, ne? Dann hier lang. Ja, hier lang. Ja, Tatsache. Terra bomb. Every empty chest we open takes a little bit of my soul that soon I too will be empty. Okay. Auch das nehme ich so hin. Nee, das ist nur ein fetter Vogel. Den hauen wir weg. Sehe ich gar nicht ein, dass der hier einfach so rumfliegt. Finde ich nicht okay. Tschüss. Kriegen wir immerhin 2 Erfahrungspunkte für, so nämlich. Aber nichts anderes. Ich dachte, da ist vielleicht noch eine Truhe hinter oder so. Aber nicht nochmal. Nee, passt. Okay. Dann... Ah, guck, die Kamera kann man nicht drehen, das heißt, wir sind schon am Ende. Ah. That's... Ja, was ist das? Okay. Okay, I've managed to pull the chest up. No doubt about it. I finally found it. Yeah, I finally found it. Okay. Finally found it. Found it. Uh-oh. Jimmy, you're amazing. I love you. Amazing, I love you. Love you. You. Was ein arrogantes Ding. Yeah, I guess this isn't the time to be goofing around. I'd better check the contents before some monster shows up. Whoa, who are you guys? Forget that. What the heck are you doing playing around in a place like this? Are you nuts? Oblivious as always. You haven't changed a bit. You're... Hey Jimmy, it's been a while. When did I take that job of yours back in Ruan? Oh man, that takes me back. So what brings you here? Your lodging put out a search request, so we came looking for you. Oh, you came all the way from Zeiss, huh? Well, sorry, but I can't go back yet. I'm about to make the discovery of the century. Do you mean that chest? Yeah, I managed to pull it up just a moment ago. Pull it up, like, from the lake? Yeah, talk about a crazy hiding spot. Still, what's what I expect for the great pirate Schirmer's treasure? Sucht immer noch nach dem Schatz. That's the treasure you've been looking for? No doubt about it. I followed a long trail on many old maps to get here. Look, I don't care whose damn treasure it is, just hurry up. If we hang around here, the monsters are gonna notice us. Yeah, you're right. Alright, I'm gonna do it. I'm gonna open the chest. Und was könnte passieren? Well, you're quiet all of a sudden. Give me a second. What is this? Whoa, that sure surprised me. Anyone else hear that? Oh man, this is so a trap, isn't it? Don't know, but I've got a bad feeling. Looks like your bad feeling was right on the mark. Here they come. Es sind Vögelchen. Das heißt, jetzt wird geballert. Ja, tons of them. Jimmy, behind you. Und noch ein fetter wahrscheinlich. Bäm, oha. Ja, das ist mal ein Penguin Lord. Das kann man schon sagen. Okay. Wir hauen natürlich erstmal die Kleinen weg. Die können uns nämlich einfach nichts. Der Große wird tatsächlich ein bisschen gefährlich. Ah, habe ich mir schon gedacht. Okay, du gehst auf ihn. Na, jetzt wird es nämlich gefährlich. Der darf nicht sterben. Okay, das war doof, aber ist okay. Okay, Estelle, hau rauf. 6.000 hat er noch. 60.000 hat er noch. Eieiei.
4500, okay. Das ist alles okay. Bis jetzt ist alles okay. Gut, hat geklappt. Gott sei Dank. Ich dachte schon, der Typ stirbt. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Well, that was certainly a thing. I thought I was a gunner. Well, we managed to push them back. Let's retreat before more come. Right. Okay, then I'll be quick. Hold up. Leave that to us. There could be another trap. Yeah, good point. Well, then here we go. Was haben wir denn da drin? Nothing seems off, really. I think we're okay, but... Silver Dew Orb. Alright, the dubious pirate treasure has been secured. Wait, what's wrong? There's a scrap of paper in here. It looks like a letter. Let's see. In memory of my 70th birthday and my retirement from piracy, here lies my Silver Dew Orb. This gem holds the power to warn its bearer of all approaching danger. I can say my living to this day is thanks to none other than this jewel. However, I've grown old and wary of being bothered by the knights who come seeking it, and so I sink it into this lake. You have found it, do as you please. However, as I wrote, this treasure comes with its own troubles. Schirmer. Es ist tatsächlich sein Schatz. The end. Also die Schatzsuche. Holy crap, let me see it, please. Okay, calm down. Zeiss first, then I'll let you have it. Though if you'd rather fight that weird monster again, we can hang around. Pass. Going is good. Yes, very good. Let's go then. Yeah, let's. Das ist aber schön, dass ich jetzt nicht den Weg nochmal zurücklaufen muss. That was a very near thing. If you'd opened the chest first, you'd likely be monster food now. Whoa, monster food? I totally regret it, so please don't scare me like that. We're not trying to scare you, but you really were saved by a coincidence this time. Understand that and make sure you learn something. Got it. Anyway, I'm going to focus on getting a job for now so I can pay for an escort next time. So that's how it's gonna be. You may regret it, but you're still going into danger, huh? Well, yeah, I gotta treasure hunting some man's romance. For discoveries like this, a little danger is unavoidable. Speaking of, what happened to the discovery this time? It seems it really was pirate treasure in the end. Oh, right. Wait, why are you even here? Weren't you enjoying a refined moment on the second floor? Well, I happened to hear the cheerful sound of your sweet voices below. How could a social butterfly such as myself resist that siren call? Now please continue, pretend I'm not here at all. If only. Anyway, putting that aside, first I need to give you back your treasure. Okay, jetzt haben wir uns gesehen. Thank you. It's like a dream come true to really find treasure. Still, I wonder what it really is. Whatever it is, it sounds pretty incredible, judging by the letter that was left with it. That's true, but I've never seen anything like this before. Most likely an artifact. It's lost its power from the look of it, though. What, an artifact? Artifacts are relics from a long time ago, right? Even if it doesn't have any power, isn't it still pretty dangerous? Possibly. You should have it examined by the proper authorities. It's a bit of a problem to have citizens possess those things. The closest research facility would be the History Museum in the capital. If you wish, I could contact them for you. Please do. If it's that dangerous, I'd definitely like to have it looked at. Understood. Well then, I will prepare everything, including your ticket to the capital. Oh thanks, what a great service. No, it's a necessary expense. After all, you're completely broke, aren't you? Whoa, how did you... That's so killiker. But the way things are outside right now, it's probably best for you to take her up on the offer anyway. Walking the roads is just too scary at the moment. Yeah, absolutely. You can get your ticket from the... Ja, bla 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 bla. Jetzt ist es einfach nur noch... Bla. Yin-Yang Quartz. Okay, wir haben eine Belohnung bekommen. Dankeschön. Ja, bla 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 bla. Jetzt wird's ein bisschen redundant, ne? Bisschen viel. Okay, Olivia ist wieder weg. Wir haben es geschafft. Missing Guest complete. Dann haken wir die noch ab. Wir haben jetzt 108 Bracing Points. Und wir sind zum E-Plus-Rank aufgestiegen. Okay. Ich glaube, damit habe ich es für hier, oder? Ich gucke nochmal kurz nebenbei. Ja, dann haben wir es. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Abstecher auf jeden Fall jetzt Richtung Ziel. Wir wollen ja jetzt... Ach nee, warte mal. Eine Sache habe ich noch vergessen nachzugucken. Ich glaube, das wird noch ein kleiner... Das ist jetzt super dumm, weil eigentlich gehen wir jetzt schon nach Branche und wieder zurück, um wieder mit dem Schiff hinzufliegen. Aber ich glaube, es gibt noch einen neuen Teil von Antons Antons glückloser Suche nach Liebe.
Und das möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Es sind Kleinigkeiten, aber ich muss dran denken. Ist halt super dumm, weil eigentlich sind wir jetzt am Sunktime Gate und wir könnten jetzt einfach nach Grunzel rübergehen. Aber so funktioniert es halt nicht, ne? Beziehungsweise wir können ja mal probieren, was passiert, wenn wir da durchgehen wollen. I don't really want to throw away my life in a place like this. Anyway, let's get back to the capital. Calm down, Anton. No point in freaking out. Well, either way, I planned on returning to the capital. Okay, das... Er freakt ein bisschen out auf jeden Fall. Ja, da... hört sich nach wenig an. I know we're almost off the way there, but let's go to the capital by airship. Killiker should have tickets for us. Ist so dumm. Es tut mir leid, aber es ist wirklich ein bisschen dumm. Hey, wir sind da, aber lass trotzdem 3 Tage wieder zurückgehen. Also ihr müsst euch vorstellen, in der Spielwelt ist das hier keine Minutenreise oder Sekundenreise, sondern es ist halt wirklich Stunden-Tage-Reise, ne? Hey, wir sind jetzt eigentlich am Ziel, aber lass mal doch den kompletten Weg zurücklaufen, um dann nochmal per Luftschiff wieder in ein paar Minuten rüber zu fliegen. Schon ein bisschen dumm. Egal. Ich meine, sowas muss man in Kauf nehmen. Es ist immer noch ein Spiel. Jede gute Geschichte hat so seine Mängel. Es ist nicht immer alles perfekt, ist aber auch gar nicht schlimm, solange das große Ganze funktioniert. So. Was haben wir hier? Hey, welcome. You're the party of bracers bound for Grunzel, right? Yeah, that's us. Killiker sent over the fare payment already. You guys ready to check in? As usual, we should stick around and wait for the ship once we check in. You sure we're all done here in Zeiss? Yep, sind wir. Alright, I'll contact the guild and let them know to send the rest of your party. Zeiss group checked in and waited for the next passenger ship. Und es geht rein aufs Schiff. Hier das wiederum sehr schön gemacht. Auch mit der Kamera wieder. Hier haben sie es gut kaschiert, weil im Hintergrund ja alles ausmodelliert ist. Jetzt, ich glaube, beim Abheben sieht man was. Hier kann ich es ein bisschen mehr verzeihen. Aber auch da, warum... Nee, guck, sieht man gar nicht. Haben sie... Ich sag ja, es geht. Man muss diese schwarzen Ränder nicht haben. Sie haben gute Perspektiven, um das zu kaschieren. Ich verstehe nicht, warum sie es manchmal nicht gemacht haben. Ob es dann doch zu aufwendig war, ob der Speicher nicht mehr gereicht hat für die PSP, um da dann noch was draufzulegen. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Wir gehen jetzt von unten nach oben und sprechen mit allen Leuten und ja, das war's. So. Im Hintergrund hören wir jetzt übrigens The Whereabouts of Light. Nee, The Whereabouts of Lights. Oder The Whereabouts of Light. Sehr schönes Lied, immer noch. Auch inhaltlich habe ich, wenn ihr das hier seht, vielleicht sogar schon im Video erklärt, warum das so cool ist, aber müsst ihr auch im letzten Walkthrough klar gewesen sein. Oh, Grunzel up is next, okay, das ist niemand, mit dem wir reden wollen. Ich hasse dich, will nicht mit dir reden, tschüss. Haben wir hier oben noch wen? Also wird wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen, dass wir mit unserer Crew reden. Hello miss, having a look around the ship or just bored? We aboard the tread planes at the moment. The weather is fantastic. Tread planes. Okay. Ja, why not, ne? Okay, mit dem haben wir jetzt auch nicht viel zu reden. Hier waren wir, jetzt gehen wir ein nach oben. Hey sis, I don't want to sit here. Let's go outside. I'll be good, I promise. Ja, sagt die Sis. I said no. The last time you said that you climbed the railing on the deck, didn't you? You're staying put right here, no matter what. Schön. Genau, er hat einen Termin. Just wait, I say. Your lovely white frame will be mine in this camera. Okay. Next is the seat of Her Majesty herself, Grunzel, the City of Beauty. Okay. Gehen wir nach draußen. Das ist auch schön. Olivia spielt hier draußen und die Musik ändert sich dazu. Wish I could have spent more time in the hot springs. Ich finde es übrigens auch schön, normalerweise bei so einer Höhe rauszugehen an die frische Luft, ist halt keine gute Idee. Zu wenig Sauerstoff, nicht gut. Aber es ist eine vollkommen andere Welt. Also es ist egal, es kann stimmen oder nicht. Hier geht es halt. Ne? Das ist so schön, dass es halt wirklich ganz was anderes ist. Alles kannst du hier einfach erklären mit, ist halt eine andere Welt, ist halt so. Still, my fair Rose, welcome to Olivia Lenheim's lovely solo recital oder recital? Sorry. Oh, Adius, he escaped his chair. Chloe, remember you have a sword and you know how to use it. Well, I saw him playing when I stepped out onto the deck, so I came by to listen for a little while. He really is exceptionally talented.
Your compliments do me the greatest honor, Your Highness. If you wish, when we arrived at the capital, I could treat you to a private concert. Scree? Huh? Übrigens, ich habe Sieg das erste Mal seit, ich glaube, Trails in the Sky the Third in Trails into Revelry wieder gesehen. Es war wunderschön. Meant something else by Private Concert? Oder war er schon in Cold Steel 4 dabei? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Okay, er verteidigt erstmal Chloe, das ist gut so. Also war auf jeden Fall wunderschön. Chloe hat schon vorher wieder einen Auftritt gemacht. Das ist so schön, diese alten Figuren, die tauchen halt alle auf und so eine Art und Weise, dass die für dich als Fan super geil sind und für alle anderen halt auch funktionieren, weil man weiß halt, klar, okay, da kommen sie her, macht Sinn. Okay, I actually think he likes you on the whole, Olivier. Scream! I shall bear this peck on my cheek with pride then. I must admit I did not expect your escort to be so diligent. He is as vigilant as any of the human royal guards. It depends on who I'm dealing with, I think. You really are totally indiscriminate, aren't you, Olivier? Look, don't try to put the moves on Chloe in the capital, okay? Julia would fire you out of a cannon into the sun if you even think about it. Oh yes, that cold, dignified lady officer. Genau, okay, Olivier will sie wieder an alle ranmachen. Huh? What's wrong, Chloe? It might not be a good idea to joke about such things around Julia, Olivier. I remember once there was a party at the castle and the man was drunk and bothering us. Julia took her sword and his clothes, well... What? You mean she defrocked him? Uh-huh. To take that under consideration. Okay. 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 Ey, ihr merkt schon wieder, es wird wieder richtig warm. Ich gucke mal, dass ich alles so gut mitlesen kann, wie ich will. Aber ich würde sagen, dass wir dann nicht mehr so lange machen, aber schon noch ein bisschen. Ne? Ein bisschen machen wir noch. Oh, da haben wir... Hi, Esther. What's up, Esther? You creeping around the ship again? Man, you just cannot stay still, can you? Come on, I'm not a cat in a carrier or something. I do get kind of antsy having to sit down and wait. I thought you flew to Loloco, though. That's a good half day on an airship, at least. You must have worn a rot in the deck. Well, I was asleep for both trips, actually. I was so nervous to be going that I couldn't sleep the night before, and coming back, I was wiped out from the last test. I should have seen that one coming. That's definitely an Estelle thing to do. Leaving the country, I'd really like to do that someday, too. Maybe I could even go visit Mom and Dad. Oh yeah, Tita, your mom and dad are out of the country working, right? Yeah. They're helping to establish orbital technology in places that don't have it yet. Ich finde es übrigens interessant, es gibt voll viele wichtige Figuren, die erst in Trails in the Sky the Third etabliert werden. Das ist ein bisschen anders, das werdet ihr auch merken. Das ist ein Epilog und der ist strukturell auch komplett anders aufgebaut, mit anderen Hauptfiguren, aber bekannten Gesichtern. Also werdet ihr dann sehen. Und die werden da erst eingeführt. Viele Sachen werden da erst eingeführt, die für später wirklich wichtig sind. Sowas wie Lecter oder Lechter. Der wird erst, glaube ich, in The Third eingeführt. Wird super wichtig, der Typ. So, they've been gone for 2 years. Wow, that is a long time. I hope they write you letters or something at least. Yeah, once every month. I wrote about last time, Estelle, and in the reply, they said to give you their regards. Oh, that's sweet of them. Sorry, das war mein Handy. Ich mach das mal lieber auf lautlos. Oh, that's sweet of them. So what kind of people are your parents, Tita? Is your mom like you? I bet she is. Like me? I don't think so. Mom's got a really, powerful personality, I guess. Das ist auch untertrieben. She and Grandpa kinda end up fighting and wrestling a lot over stuff. Wrestling? Oh, but they usually get along really well. Dad says the fighting is just a way to they express their love. Well, okay, so what's your dad like then? He's not like Mom at all. He's sort of quiet and reliable, I guess. He was a bracer until about 10 years ago. Wait, seriously? Real serious. I actually talked to Gramps about that, and Dan was the real deal back in his day. The professor said he had to retire and become an engineer due to an injury of some sort. Okay, they sound great. I'd love to meet them when they get back. Yeah, when they do, come over to play and I'll introduce you. Agatha, you'll have to meet them too. Huh? Why would I have to meet your folks? Well, you get along really well with Grandpa, and I wrote about you and Mom and Dad said in the reply
they really want to meet you. Ich merke schon, ich werde immer schlechter. Of all the time to pay the piper, huh? If you don't want to, Agatha, you don't have to. That's fine. Look, I'll stop by and say hi to them if I'm ever in Zeiss for work, okay? Okay. Yeah, nice. Oh yeah, Estelle. Do you know why the wind's nice and gentle out on the deck? Isn't it just like that? Oh no, at the speed we're going, the wind should be really strong. We wouldn't be able to hear each other. We'd get swept off the deck, in fact. Wait, seriously? Ain't there some bit of the airship that prevents that? Think I heard about that once. It's a side effect of the flight field that keeps the ship in the air. An orbital flight engine envelops the ship in a field that counteracts gravity, you see. It also has an anti-inertial effect on anything striking the field, and that includes the particles that make up the wind. Gata, are you following any of this? You're kidding, right? But generating a flight field takes a lot of power. You need a really high output orbital engine to create the field at all. Okay, so that's why people always say that it's the engine that determines what an airship can do. Okay, so that's why everyone's made such a fuss about that new engine for the Royal Airship. And that thing's supposed to be absolutely crazy in terms of how strong it is? Grandpa showed me the spec sheet for it, and its capabilities are way beyond existing engines. Grandpa and the rest of the team at the Central Factory worked really hard on it. I hope I get to see it someday. Das ist aber jetzt interessant. Ich habe doch gerade darüber gemeckert, dass das hier mit der Luft und so nicht klappt. Das war mir gar nicht bewusst. Diesen Dialog habe ich offensichtlich beim ersten Mal nicht gelesen. Spannend, weil das erklärt ja auch, warum wir können ja noch mal kurz nach draußen gehen, die Luftschiffe sehen ja absolut nicht aerodynamisch aus. Und jetzt ist auch klar, warum. Die brauchen das gar nicht. Die manipulieren die Gravitation um sich herum durch die Orbital-Technologie, die es bei uns ja nicht gibt. Und dadurch ist man wie in so einer Luftblase. Meine Güte, die haben ja wirklich an alles gedacht. Wird ja immer erstaunlicher, an was die alles noch denken. So, wann haben wir hier noch? There's ice creek in Zeiss, blablabla. Okay, wen haben wir hier? Passenger. Nicht der Sänger, falls ihr noch jemand kennt. Aber interessant wäre es, ob wir hier noch jemanden kennen mit Namen Jimmy. Wow, so that's the four. If it really is a room, then maybe there's some hidden treasure inside that nobody knows about. Oh Gott. Currently, to your right is the front of the Ahnenburg Wall. It has a long and storied history, which dates back to before the birth of the Libel Kingdom. According to some theories, it's linked to the ancient Sumerian civilization, but the truth of the matter is unclear. Okay. Das kenne ich nicht. Keine Ahnung, wo das ist. Aber es gibt halt eben auch hier noch unerkundetes Land. So, jetzt haben wir noch Sinn. Sinn? Estelle, what is it? Need me for something? Not really. It's just, you kind of looked like you were lost in thought. Yes, just remembering the past a bit is all. With that sunglass wolf guy, right? Yeah. We last met 6 years ago. At first, it felt like longer, but it hasn't been that long, you know? I guess not. So, that man was your senior at your dojo, right? What kind of martial artist is he anyway? Well, simply put, he's a natural. His reflexes are perfect and his sense of battle is keen. When I knew him, he kept himself in perfect shape, and it looks like that's still true today. And on top of all that, he knows how to utilize his chi exactly. In every sense, he is a cut above the normal man. Yeah, his moves, I've never seen anything like that. I think he might even be faster and stronger in some ways than that Lawrence guy, and that's scary. I think you might be right, yeah. When we were students, I admired the strength of his, envied it even. At least I did until 6 years ago when he killed our mentor and master of the dojo, Ryuga. What? He killed his own? Sorry, I'm getting ahead of it. They both agreed to the fight in mind. Master Ryuga had long been aware of the darkness in Walter's heart. He'd grown drunk on his own power and hungered for still more. Master constantly rebuked him for his actions and reminded him what the proper heart of martial artists is supposed to be. The living fist of the Taito style that seeks the perfect one's self through the medium of honorable combat. The living fist, huh? That has a neat ring to it. Ultimately, though, Walter never listened. He released the power which the most aggressive side of Taito's style gave him. The aggressive side?
Martial arts are used in combat, and so no one can deny that they can be used to hurt people as much as defend them. And while there are many who train for the latter purpose, there are also those who seek to do the former. Those who do eventually become monsters whose fists exist only to kill. We call this side of Taito the murderous fist. The what? In the end, Master Ryuga challenged Walter as he was preparing to leave the dojo to pursue that path. They fought a duel to the death over it, and Master lost. I was the observer for that match. I could do nothing but watch. Then, well, that's what happened, and I've been looking for Walter off and on ever since. To think we'd meet here now in Liebe, though. This is the hand of she who dwells above the work, at work. Mark my words. Oh, sorry, Estelle. I didn't mean to chew your head off. Or wait, was it ear? No, you didn't chew anything. Thanks for telling me. But then, you're searching for Walter to get revenge, right? No. Like I said, their match was fairly fought. Master knew what could happen when he challenged Walter. There's no revenge to take. Oh yeah, that's right. But then why are you looking for him? There's something I want to confirm. Something to, no, I really don't get it. It's kind of embarrassing. Either way, I'm still too inexperienced to find out. I hope I can sharpen myself by helping you. I see, yeah. Well then, I hope you can keep up soon. We'll see, Estelle. You're the one with the shorter legs. Okay. Sollte es das nicht gewesen sein? Ich habe da jetzt niemand mehr zum Sprechen, oder? Okay, er redet nochmal. Oh yes, speaking of, the story, not my legs. I think I get what's going on between you and Walter. But how does Kilika fit in all to this? It's not really my place to say, I only say this much. Kilika was Master Ryuga's daughter. Oh. I think you can fill in the rest yourself for now, yeah? She'll probably tell you the full story someday. Yeah, fair enough. So, das war's aber. Thank you for flying with us today. We will be arriving in Groundsel shortly. Please be aware that there may be genau. Und jetzt landen wir. Und da sind wir wieder in der Hauptstadt, da wo das Abenteuer geendet ist, letztes Mal, also im letzten Spiel und auch in diesem Spiel wieder begonnen hat. Ne? Okay. And here we are back in the capital again. Feels pretty good. Guess we better check in with the guild branch at first, huh? Yeah, let's go hear from Elnan what's what. I did notice that a certain white ship isn't in port today. The Ocel, I believe it was. Huh? You're right. It's the royal family's personal cruiser, right? Might be out on a mission or something. If I recall, the Ocel should be at Leisten Fortress at the moment. It's been fitted with the new engine Professor Russell and his colleagues have been working on. Oh yeah, Gustav said he'd be flying out to Leisten on the factory's airship. Das war das, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Genau, okay, bla 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 bla. Bla 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 bla. Engine, wow, cool. Up to Elman. Welcome everyone, and thank you for coming. I've read the reports from Ruin and Zeiss. Good work, truly. You've done well in opposing the society thus far. I doubt the guys we fought would agree. Both that maskman and the guy with sunglasses didn't really seem to take it or us seriously. Even knowing that the society is moving as valuable as Stell, don't disparage yourself. Your successes should make the Royal Army trust us even further. So, speaking of which, what does the army want with us? Something society-related? Yes, about that. It seems they don't want to discuss it over the phone. An army official will be coming by soon to explain the situation in person. Something that cannot be discussed by phone, they say? What they mean is that they do not wish to risk any also die wollen, dass niemand zuhört, okay. Wait. Can you do that? Oh yes, it's quite possible. Telephones are convenient, but with the right equipment, intercepting a conversation signal is not very difficult. We use a scrambling device between branches to prevent interception of guild business. Unfortunately, the scrambling doesn't work with the army for some reason. Yes, the army uses a different system. All calls between us are thus completely open. Well, that's ducky. Why can't the army just share a mixer scrambler jingy thinga-jiggy with us? We are working together, but we're still an international citizens group and they're a national defense force. As much as your father trusts us, Estelle, I don't think they can give us something so sensitive so easily. Hang on, Alan.
It still sounds like you've got some idea of what this is all about. Otherwise you wouldn't bother calling us out as Zeiss. Huh, am I being that transparent? I can only hazard a guess, really, but I believe it's very likely this has to do with the signing of the Non-Aggression Pact. The Non-Aggression Pact? I remember hearing something about that. What exactly is going on with that anyway? It's a treaty affecting Liebel, Erebonia and Calvert proposed by Grandmother. Also Liebel, Erebonien und Calvert wollen einen Pakt unterzeichnen, der Kriege verhindern soll, weil die Spannungen zwischen den Ländern, gerade zwischen Erebonien und Liebel, schon relativ hoch sind. Man denke an den 100-tägigen Krieg, aber man wird es auch später noch sehen. Und wir wollen natürlich versuchen, dass genau, hier wird es auch nochmal gesagt, dass wir alle cool miteinander sind. Wow, so like it'll end war? Well, no, there's no true enforcement mechanisms beyond simply being known as a treaty breaker, so enforcing it like that would be difficult. It should be something of a deterrent though, and it will hopefully promote more friendly relations between ourselves and the others. Okay, I get it. Queen Alicia does it again. She's got a good eye for this kind of thing. It'd be neat if that made the countries nicer to each other. The pact is being signed in a large ceremony at the Arab Royal Villa next weekend. Dignitaries from all three nations will be attending and the media is paying close attention, which is to say, they may as well have painted a sign on the roof of the villa saying, "Ouroboros, please attack us." Yeah, okay. Yeah, that could really get ugly. Well, get our work cut out for us though. Then, guess we just wait here for the army officials now. Correct. We do have some time before it's scheduled to arrive, so feel free to... Okay, oh, pardon me a moment. Hello, this is the Gronsel Bracer Guild branch? Yes. See, yes, that certainly is a problem. Is that the army on the phone? No, it's a member of the Arab Royal Villa staff. They seem to have lost a child from one of the tourists in their care. Unfortunately, they can't seem to actually locate her parents. That's awful. Do they want us to help? Just so, Your Highness. They've asked for our aid in locating the child's parents or guardians. There's still some time before a guest from the army is due to arrive. Would you mind taking care of this? Sure, we'd be glad to. You're in, right, Agathe? Can't say no to a kid in need. Let's head out. Thank you. Okay, alles klar. Also ein Kind ist verschwunden und wir werden es tun. Wir werden ihm helfen. The lost child... Once you arrive at the villa, inquire with him. Okay, wir sollen wir den Butler finden, mit dem sollen wir quatschen. Genau, den haben wir schon mal kennengelernt. Alright, Niles' friend. Good, if you know him, that should make things even easier. Well then, good luck. Auch hier wieder so ein, ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich Tita dazu wegen dem Flächenschaden. Okay. Wieder schön, dass sie die ganzen Nebencharaktere wieder einarbeiten. Aber ich würde sagen, wir sind in Gronsel gelandet, jetzt geht's erst richtig los. Es gibt ein paar Nebenmissionen zu machen, keine schweren, bis jetzt sind es halt nur Monster zum Wegballern. Es gibt direkt ein Kind zu suchen, dem wir helfen sollen. Und es ist natürlich noch Anton unterwegs auf seiner Quest nach Liebe. Und wie das alles ausgehen wird, das sehen wir unter anderem in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis dahin nochmal. Tschüss.